Jetzt gibt es die Grooming Tonic Texture Cream von Reutzel. Dranbleiben. Ich bin der Max vom Pomadeshop und wie versprochen kommt jetzt von mir das Video zur Grooming Tonic Texture Cream von Reutzel. Philipp hat dazu ja auch schon ein Review gemacht, das findet ihr jetzt dann hier oben. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das bei mir funktioniert, da ich ja dann doch etwas volleres Haar habe als der Philipp, also sprich einfach mehr Haare und vor allem auch deutlich welliger. Ich glaube, man sieht es auch jetzt schon, wie mir die Haare runterhängen. Unsere Haarstruktur ist einfach, was das angeht, sehr, sehr unterschiedlich. Und deshalb zeige ich euch jetzt mal, wie das Produkt bei mir funktioniert. Grundsätzlich zur Grooming Tonic Texture Cream. Ich habe es im anderen Video zum Grooming Tonic Texture Foam schon erklärt. Wir haben jetzt quasi ein Trio Grooming Tonic Produkten von Reutzel. Eben das Grooming Tonic Texture Foam, Grooming Tonic Texture Cream. Unterscheiden sich nicht nur in der Konsistenz, sondern letztlich am Ende auch im Halt. Und ich zeige euch jetzt diese hier, die ist, also wenn es jetzt darum geht, wenn ihr ähnliche Haare habt wie ich, gerade wenn sie auch länger sind, finde ich hervorragend geeignet für etwas lockerere Looks. Es gehen auch die strikten Looks, allerdings, zumindest ist es bei mir so, funktioniert dann nicht viel mit Höhe. Also ich habe natürliches Volumen, ja, das funktioniert dann, aber jetzt eine riesen Tolle aufbauen oder so wird da eher nicht funktionieren, sondern wie gesagt, ihr kriegt einfach schöne Kontrolle über eure Haare, ohne dass das Ganze aber zu fest, zu crispy wird, sondern wir sind hier in einem Bereich von, ich würde sagen, mittelfestem Halt. Wenn ihr euch jetzt natürlich eine halbe Tube davon in die Haare haut, könnte es ein Firm-Halt werden. Habe ich bisher noch nicht ausprobiert, habe ich auch nicht vor, weil ich mit so einem kleinen Klecks tatsächlich schon recht zufrieden bin. Und genau das zeige ich euch jetzt. Also ihr seht, Haare sind wild durcheinander, sind leicht feucht, weil sie frisch gewaschen sind. Ist auch sehr empfehlenswert. Leicht feuchtes Haar. Es ist ein Grooming-Produkt, das grundsätzlich eingeführt werden sollte. So, jetzt fangen wir mal an. Es kommt raus. Ja, es ist eine Cream. Super smooth, ganz entspannt. Zerläuft mir quasi schon fast auf der Hand, falls man es sieht. Genau. Duft ist wieder dieser leichte Apfelduft. Auch nicht zu aufdringlich im Nachhinein. Lässt sich sehr gut kombinieren mit verschiedenen Düften oder falls ihr noch ein anderes Produkt dazu kombinieren wollt. Genau, also Breakdown ist dementsprechend auch kaum da. Unterschied jetzt zum Foam. Es ist eine Cream, das merke ich sofort. Und es ist eine ganz, ganz leichte Stickiness, Klebrigkeit schon da, möchte ich sagen. Also das auf jeden Fall. Und vielleicht, wenn ihr das Video zum Foam gesehen habt, gibt es jetzt schon den Unterschied. Ich kann mir die Haare schon deutlich strikter nach hinten ziehen. Ich könnte sie mir jetzt auch so dann einfach nur kämmen und trocknen lassen. Aber dann würden irgendwann meine Haare, so wie sie wachsen, irgendwann kriege ich dann hier mal einen schönen Mittelscheitel, die Seiten springen ab. Funktioniert bei meinen Haaren nicht so gut. Dafür ist das Produkt nicht geeignet. Dafür ist es aber auch nicht gemacht. Das Produkt ist für Volumen und für ein bisschen Kontrolle. Und dementsprechend wird jetzt auch wieder geföhnt. Und ich nehme auch jetzt gleich dazu einen Texturkamm, um mir schon so ein bisschen die Richtung vorzugeben. Es geht natürlich auch mit den Fingern, habe ich nur gemerkt, bei dem Produkt ist es für mich leichter, gleich mit dem Kamm zu arbeiten. Wichtig ist, das Produkt wirklich gut einföhnen und nicht nur einmal so kurz ein bisschen drüber halten, denn dann habt ihr nicht den richtigen Effekt, beziehungsweise wirkt das Produkt im Nachhinein noch ein bisschen anziehen und die Frisur sieht am Ende ganz anders aus, als ihr, sage ich jetzt mal, aus dem Haus gegangen seid und noch mal kurz in den Spiegel geschaut habt. Genau, das Ganze ist ein bisschen angezogen. Ich habe euch gesagt,
Bisschen Volumen geht. Es ist auch ein bisschen Halt da. Ich habe jetzt auch ein bisschen mehr hergenommen. Die sind auch noch ganz leicht feucht, die Haare. Wenn ich jetzt dann aber nochmal durchgehe, wird das Ganze schon wieder fluffiger. Aber ich habe einfach mehr Kontrolle über die Haare, als ich es jetzt mit dem Texture Foam habe. Das ist so der große Unterschied, abgesehen von der Konsistenz, ist es, dass ihr mehr Halt bekommt, ein bisschen mehr Klebrigkeit. Ihr habt, wenn das Produkt sich wirklich gesetzt hat und ihr fahrt euch durch die Haare, was im Übrigen immer noch super gut möglich ist, werdet ihr aber merken, eine leichte Klebrigkeit habt ihr. Das ist einfach dem festeren Halt geschuldet. Ist ganz simpel. Aber an sich, ich werde jetzt auch noch mal richtig Vollgas föhnen, um euch dann zu zeigen, wie das Ganze im komplett Trockenen aussieht. Aber im Grunde habt ihr jetzt ja schon gesehen, ich habe nur ein bisschen geföhnt. Eine schöne Grundstruktur ist da. Die wird sich aber, wie ich es ja gesagt habe, da es vor allem ein Produkt für lockere Looks ist, noch mal ein bisschen zersetzen. Und deshalb zeige ich euch jetzt gleich noch mal, wie das ist, wenn ich Vollgas föhne. Also ich habe jetzt bei großer Hitze ganz bewusst einfach erstmal die Haare nur schön nach hinten mit dem Kamm, um euch zeigen zu können, wenn ich jetzt nämlich durchgehe, ist das Ganze viel fluffiger, ist das Ganze wieder viel lockerer, als ihr es jetzt davor gesehen habt, als es nur angeföhnt war. Dementsprechend, ihr kriegt, ja, wenn ich Glück habe, schau mal, tolle kriege ich sogar ein bisschen hin, wird aber nicht lange halten, denn ein bisschen Kopfschütteln und dann ist es schon wieder weg. Aber wie gesagt, dieses Produkt soll das gar nicht machen. Das unterstützt euch. Ihr könnt, sage ich mal, ein bisschen gegen eure Haarstruktur arbeiten. Habt ihr gerade gesehen, ich bin so ein bisschen in die Richtung gegangen. Das hat ganz gut funktioniert. Jetzt habe ich ein bisschen mal im Kopf geschüttelt und ihr seht schon, meine Haare wollen den hier machen. Ich kann auch ein bisschen den Mittelscheitel, ja klar, jetzt sind sie natürlich ein bisschen zu angelegt, aber die dann jetzt hochgeföhnt, funktioniert halt auch wunderbar und unterstützt dann quasi eure natürliche Haarstruktur. Also ihr seid auch mit diesem Produkt super vielseitig. Ihr seht ja, wie gut und wie oft ich auch mit dem Kamm noch durchkomme. Ihr könnt auch, ich sag mal, wuscheln und durchgehen noch die ganze Zeit. Den ganzen Tag über werdet ihr merken, das ist ein super entspanntes, schönes Produkt, dass ich möchte sagen, es ist man könnte fast sagen, es ist eine Art unorthodox wasserbasierte Pomade, aber halt auch nur fast, denn dafür muss ich sagen, fehlt dem Ganzen halt doch ein bisschen was, aber insgesamt, gerade für die lockeren, für längere Haare, ein bisschen Kontrolle, leichtes Gewicht rein, um ein bisschen abstehende Haare oder so zu kontrollieren, super gut. Also wirklich richtig klasse, mag ich gerne, der Duft ist ganz leicht da. Ich glaube, Philipp nimmt ihn jetzt nur ein bisschen noch wahr. Klar, ich habe ganz frisch und alles rein, aber ist in Ordnung. Passt, nicht so aufdringlich, finde ich ganz in Ordnung. Jetzt habe ich, vielleicht sieht man einen leichten Unterschied von vorne den Haaren und hinten. Hinten sind sie immer noch leicht feucht. Vorne ist der natürliche Glanz, es wird nicht matt, es gibt euch keinen krassen Glanz. Es unterstützt einfach die Natürlichkeit der Haare. Das Produkt gibt keinen großartigen Glanz, es ist nicht matt. Euer natürlicher Haarlook. Sag mal, wie heißt denn das Wort, das ich suche? Natürliches Finish. Natürlich. Ja, okay, ja. Also das Produkt gibt euch keinen Glanz, es ist nicht matt. Ihr habt einfach ein sehr natürliches Finish, einfach so wie gesunde Haare aussehen sollten. Einen ganz leicht seidigen Glanz, würde ich sagen, aber mehr auch nicht. Es ist nicht wirklich auffällig, es ist ein
letztlich doch sehr simples Produkt, das aber super vielseitig ist und mir dementsprechend dann auch, muss ich leider mal wieder zugeben, recht gut gefällt. Was jetzt diese Grooming Tonic Serie angeht, haben mich besonders eben diese beiden Produkte sehr angetan. Mit den anderen beiden kann ich nicht viel anfangen. Dafür habe ich zu voluminöses, zu lockiges Haar. Das bringt mir nicht viel. Aber die beiden Produkte funktionieren bei mir echt hervorragend. Und die kann ich euch auch nur wirklich empfehlen. Gerade wenn ihr ein bisschen längere Haare habt, mal diesen lockeren Look ausprobieren wollt. Auf jeden Fall mal testen. Ist von mir jetzt mal so eine wirklich sehr, sehr warme Empfehlung. Das war's auch schon wieder. Ich sag danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, servus, euer Max.